Moin Leute, heute fangen wir eine neue Rubrik an und zwar ist das ganze Gravitrax-System. Das ist eine Murmelbahn, die man selber bauen kann, immer wieder verändern kann und ich habe mir überlegt, wir fahren damit jetzt ein paar Rennen und ich stelle euch immer jede Woche ein neues Video hoch mit den verschiedenen Formel-1-Strecken und dann tun wir so, als wären die Murmeln Formel-1-Wagen. Ich blende euch das da oben links in die Ecke ein und zwar dort immer die Reihenfolge, die Rundenanzahl und dann kommentiere ich das Ganze. Und dann machen wir da einen WM-Modus draus. Wer sich ein bisschen mit der Formel 1 auskennt, der weiß, dass Australien als allererstes kommt. Deswegen habe ich diese Strecke nachgebaut. Ich zeige euch auch einmal gleich, wie diese ganze Rennstrecke aussieht und wo wir uns befinden, damit ihr seht, wie das Ganze funktioniert. Gravitrax-System funktioniert so, die Murmel fängt oben an, wird durch die Schwerkraft insgesamt in der ganzen Bahn nach unten gebracht und ich habe mir dann noch einen Lift dazu gekauft, der die Kugel dann jedes Mal wieder nach oben bringt. Wir fahren das Ganze 8 Runden, gucken dann, wer gewonnen hat. Der erste bekommt 5 Punkte, der zweite 3, der dritte 2 Punkte und der letzte bekommt 1 Punkt. Und das Ganze machen wir dann mit allen Formel-1-Rennstrecken durch. Ihr gebt mir Rückmeldung, wie euch das Ganze gefallen hat. Es freut mich natürlich, wenn das Ganze gut ankommt. Das testen wir jetzt heute einfach mal. Und dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Ganzen mal an. Ich zeige euch jetzt einmal die Strecke und wie ich sie im Gravitax-Stil aufgebaut habe. So, das ist die Strecke und oben zeige ich euch jetzt einmal, wie das Ganze aussieht. Wir befinden uns jetzt gerade auf der Start- und Zielgeraden, die finden wir bei Gravitax gerade ganz unten, diese lange Gerade. Und jetzt kommt der Rechtskurve, das ist das kleine Loch, das wir unten finden. Dort fallen die Kugeln durch und dann geht es weiter auf die nächste lange Gerade. Als nächstes kommt dann die Rechtskurve und unten links die erste Weiche, die wir sehen. Die Originalstrecke, die wir hier oben jetzt gerade lang fahren, ist die äußere Bahn bei der Murmelbahn. Da geht's jetzt ganz rechts in die Kurve, lange Gerade. Wir befinden uns jetzt gerade auf der ganz linken Seite. Jetzt kommt der Rechtsknick, kurz danach ein Linksknick und wieder Rechtsknick. Jetzt befinden wir uns auf der oberen Bildschirmhälfte der Murmelbahn. Jetzt kommt diese kleine Rechts-Links-Kurve und dann auf die lange Gerade im zweiten Sektor auf der Australien-Strecke. Dann geht's hier leicht nach links und jetzt kommen wir zur letzten Weiche mit einer sehr schnellen Links-Rechts-Kombination. Und dann wieder Vollgas. Im Original gibt es hier eine DRS-Strecke, da kann man gut überholen. Geht es hier lange geradeaus und dann sehen wir jetzt die Rechtskurve, dann nochmal geradeaus und dann kommt noch eine rechts, eine links und eine Rechtskurve und dann sind wir wieder auf Start und Ziel. Und das Start und Ziel habe ich bei der Murmelbahn so gestaltet, dass dort die Kugeln dann immer in den Lift reinkommen und wieder von oben starten. So, dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. In der Reihenfolge, wie ihr jetzt oben die Kugeln findet, werden sie auch in der Startaufstellung stehen. Wir fangen jetzt mit Runde 1 an. Da sehen wir die silberne Kugel, das ist der Mercedes, die rote ist der Ferrari und die blaue ist Red Bull und grün Lotus. Die Rundenanzeige oben werde ich euch immer entsprechend so anzeigen, dass euch die Reihenfolge immer anzeigt, wie sie gerade am Ende der Runde waren. Also ich werde es jetzt nicht während der Runde, weil sie sich sehr oft überholen. Hier haben wir zum Beispiel gesehen, Ferrari hat jetzt gerade überholt. Das ändere ich euch jetzt aber nur um, wenn sie auch am Ende der Runde vorne sind. Jetzt hat Mercedes in der letzten Kurve wieder überholt, haben dort leider eine sehr lange Kurve genommen. Und wir gehen in die dritte Runde. Ich versuche euch das immer zu aktualisieren. Mercedes jetzt erster, Ferrari zweiter, Red Bull dritter, Lotus auf der 4. Wir sind in der dritten Runde. Mercedes nimmt da die lange Strecke und Red Bull und Ferrari behindern sich da. So, dann gehen wir in die vierte Runde. Immer noch Mercedes vorne, Ferrari knapp dahinter, verdrängt hier Mercedes, fährt im ersten Sektor vorbei, nimmt jetzt aber die lange Strecke und Mercedes kann wieder vorbeiziehen. Nimmt jetzt allerdings den langen Weg, Ferrari kommt da sehr gut durch den letzten Sektor und geht sogar nach vorne. Jetzt habe ich euch das oben eingeblendet, dass Ferrari vorne ist und wir gehen schon in die fünfte Runde. Red Bull immer noch auf dem Podiumsplatz, Ferrari nur ganz knapp vor Mercedes, das ändert sich aber jetzt. Wir müssen mal gucken, im dritten Sektor nimmt Mercedes den deutlich längeren Weg. Damit bleibt Ferrari vorne und wir gehen in die sechste Runde. Jetzt kommt so langsam der schnelle Teil. Mercedes kann hier wieder im ersten Sektor vorbeigehen, nimmt jetzt aber die längere Kurve. Ferrari zieht wieder vorbei und nimmt jetzt im dritten Sektor einmal den längeren Weg. Dadurch kann Mercedes wieder vorbeiziehen. Also Mercedes auf 1, Ferrari 2, Red Bull 3, Lotus 4. Ups, die siebte Runde kommt jetzt. Und jetzt ist es wichtig, sich einen guten Vorsprung rauszufahren, damit man eben im letzten Sektor, wenn man die längere Strecke nehmen muss,
nicht zurückfällt. Ferrari kann das hier ausnutzen, zieht knapp an Mercedes vorbei. Und wir gehen in die letzte Runde. Ferrari vorne, Mercedes zweiter, Lotus jetzt dritter und Red Bull vierter. Und wir gucken, wer den Sieg jetzt davon trägt. Ferrari hat einen guten Vorsprung. Mercedes kommt da extrem schnell auf der Außenseite vorbei, wird jetzt gleich den kürzeren Weg haben und zieht dann kurz vorm Ziel doch noch vorbei. Also, wir haben hier Mercedes erster, Ferrari zweiter, Lotus. Ist in meiner Anzeige hier gerade falsch eingestellt. Ich korrigiere das einmal für euch. Einen kleinen Augenblick. Dann haben wir Lotus und dann haben wir Red Bull auf der 4. Ich habe euch das Ganze nochmal kurz hier in der Tabelle dargestellt. Ganz professionell wie ich bin. Einmal kurz in die Excel eingetippt. Also Mercedes kriegt im ersten Rennen 5 Punkte, Ferrari 3 Punkte, Lotus 2 und Red Bull 1. Mein nächstes Video wird dann Bahrain sein, wenn ich jetzt den Ferrari-Kalender richtig kenne. Wir haben jetzt zwar 2020, durch Corona fällt da einiges an Rennstrecken weg. Wir werden aber den ganz normalen ursprünglichen Kader nehmen, fahren alle Rennen durch und gucken dann, wer am Ende dann der Weltmeister wird. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir gerne ein Like da und auch gerne Kommentare. Was kann ich besser machen? Was können wir da verändern, dass es noch geiler wird? Was fandet ihr vielleicht sogar so schon gut? Und was sind vielleicht noch eure Ideen, was man da noch einbringen kann? Das würde mich sehr freuen. Also, dann freue ich mich auf das Bahrain-Rennen nächste Woche. Sagt Tschüss und danke fürs Zuschauen. Macht's gut.